Eine neue Runde. Aussprache bitte. Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Ich habe wieder eure Wörter unter dem Hashtag Aussprache bitte gesammelt und werde wieder 10 Wörter aus meinem Körbchen ziehen und euch die Aussprache dazu zeigen und auch wieder einen kurzen Beispielsatz dazu geben. Unten in der Infobox habe ich alle Wörter aufgelistet, so könnt ihr sie nachschlagen, wenn ihr die Bedeutung wissen wollt. Also, los geht's. Nummer 1. Entblößen. 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 Das Präfix ent ist immer unbetont. Wir haben einen langen geschlossenen Umlaut ö, ein scharfes s, also einen stimmlosen s-Laut und eine reduzierte Endsilbe. Das e wird also als schwa oder sogar gar nicht ausgesprochen. Sie wollte ihre Seele nicht entblößen. Nummer 2. Unten. 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 Wir haben ein kurzes, offenes U und vielleicht habt ihr gehört, dass es so ähnlich klingt wie ein O. Wir sagen nicht unten, sondern unten. Das Buch steht ganz unten im Regal. Drittes Wort. Geschirrspüler. 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 Das Präfix g ist immer unbetont und wir hören keinen deutlichen e-Laut, sondern ein schwa, g. Der Hauptakzent liegt auf der Silbe schirr. Wir haben ein kurzes i und deshalb spricht man das r, hier geschrieben als Doppel-R, konsonantisch, wobei sehr viele Sprecher hier das r vokalisieren. Das ist auch okay. Das s in sp sprechen wir als sch. Dann folgt ein langer geschlossener Umlaut ü und das r in der Endsilbe sprechen wir nicht mit, sondern es klingt eher wie ein a. Kannst du bitte den Geschirrspüler ausräumen? Nummer 4. Wahrscheinlich. 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 Die Betonung liegt auf der Silbe Schein. Das R in wahr wird vokalisch ausgesprochen. In dem Diphthong ei muss man darauf achten, dass man am Ende kein gedehntes i hört. Wir sagen ei und nicht ei. Und in dem Suffix lich haben wir ein kurzes i, und den Ich-Laut ch. Wahrscheinlich schläft er noch. Nummer 5. Organisation. 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 Die Betonung liegt auf der Endung Tion. Am Anfang haben wir ein offenes O. Das R kann konsonantisch gesprochen werden, wird aber meistens reduziert oder vokalisiert. Das I ist gedehnt, aber nicht so lang, da die Silbe unbetont ist. Das S ist stimmhaft, S, und in der Endung Tion hören wir eigentlich ein Z,
Wir sagen also nicht Tion, sondern Zion. Wir sollten unsere Organisation verbessern. Nummer 6. Erhöhen. 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 Das Präfix R ist immer unbetont. Bei dem ersten H müsst ihr darauf achten, es mitzusprechen und es aber nicht zu reiben, sodass es wie ein Ch klingt. Also H. Dann haben wir einen langen geschlossenen Umlaut Ö und das zweite H wird nicht gesprochen. Wir sagen also nicht erhöhen, sondern erhöhen. Das Unternehmen muss die Preise erhöhen. So, nächstes Wort, Nummer 7. Lehrerin. 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 Das L wird hell ausgesprochen. Manche sagen auch weich, also L und nicht O. Dann haben wir ein langes geschlossenes E und wahrscheinlich finden einige es schwierig, die beiden R-Laute so kurz hintereinander zu sprechen. Unsere Lehrerin kommt immer zu spät zum Unterricht. So, wir sind schon bei Nummer 8. Beschäftigt. 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 Das Präfix be ist immer unbetont und wir hören wieder keinen deutlichen E-Laut, sondern ein Schwa, also b und nicht b, auch nicht bi. Dann haben wir den kurzen Vokal ä und das G spricht man standardsprachlich als Ich-Laut. Es ist aber auch in Ordnung, beschäftigt zu sagen. Ich habe leider keine Zeit, ich bin beschäftigt. Nächstes Wort, Nummer 9. Nörgeln. 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 Wir haben ein offenes Ö. Das R kann wieder konsonantisch gesprochen werden, wird aber meistens reduziert oder vokalisiert. Und schwierig ist möglicherweise die Endung ln wegen der Lautfolge ln. Ln. Warum musst du ständig über das Wetter nörgeln? Und unser letztes Wort für heute. Für. 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 Hier gibt es den langen Umlaut Ü. Wir dürfen also nicht fuhr sagen, sondern für. Und das R wird vokalisiert. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, das waren die 10 Wörter aus diesem Video. Aber natürlich könnt ihr gerne weiterhin eure Wörter unter dem Hashtag Aussprachebitte in die Kommentare schreiben. Bitte nur ein Wort pro Hashtag und pro Kommentar, dann kann ich es besser wiederfinden und es ist fair gegenüber den anderen. Und ich werde sie weiterhin in meinem Körbchen sammeln und vielleicht wird euer Wort schon beim nächsten Mal gezogen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schicke euch fröhliche Grüße und bis bald!